Ich bin Konstantin, aka Baroque Blockbuster. Als ausgebildeter Kunstgeschichtler reise ich durch ganz Europa und suche nach den kulturellen Trüffeln, die dieser Kontinent zu bieten hat. Viele wissen überhaupt nicht, dass Barock der erste globale Stil in der ganzen Kunstgeschichte ist. Das heißt, du findest Barock nicht nur in Europa, wo er in Rom entstanden ist, sondern auch in Mittelamerika, in Südamerika, in Indien, auf den Philippinen, in der Türkei. Und man kann ganz grob sagen, Barock ist der Kunststil, der zwischen 1600 und 1800 stattgefunden hat. Und in manchen Regionen, wie zum Beispiel in der Türkei, wurde der Barock sogar bis weit ins 19. Jahrhundert als der Stil verwendet. Viele fragen mich, ja Konstantin, du bist doch Kunstgeschichtler, was ist denn jetzt eigentlich Barock? Und ich finde, diese Frage lässt sich am einfachsten beantworten, wenn man einfach einen barocken Ort selber aufsucht und versucht, den zu entziffern. Und deswegen bin ich heute nördlich von München nach Schloss Schleißheim gefahren. Und dieser Ort ist immer noch ein Geheimtipp und ich finde, man kann hier anhand des Schlosses und seiner Ausstattung und seiner Umgebung in dem Park ganz gut lernen, was Barock denn so eigentlich ausmacht. Und heute erfährst du in der Episode so wesentliche Grundbegriffe, die den Barock prägen, zum Beispiel Gesamtkunstwerk, Enfilade, Livreen-Couché. Und ich erkläre dir das, treffe dazu zwei Experten, die mich so in die Tiefen des Barocks einführen. Ich würde sagen, bist du ready? Dann let's go! Cut, 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 cut. Ganz kurzes Service-Announcement von meiner Seite. Ich freue mich total, dass du mein Video anschaust. Es gibt ein paar Rechnungen für den Videografen, für die Spritkosten zu bezahlen. Und ihr könnt meine Arbeit unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert, indem ihr das Video liked, indem ihr kommentiert, damit auch andere diese barocken Videos und Dokus finden. Ich würde mich total freuen, wenn ihr meine Mission, barockes Kulturerbe neu zu erkunden und zu entdecken, unterstützt. Jetzt wäre die Gelegenheit und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Episode und ciao! Hey Paul! Hallo Konstantin. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist von der Schlösserverwaltung und ich darf dich alles zu Schleißheim fragen. Genau. Schön, dass du da bist. Warum braucht es so ein fettes, überdimensioniertes Treppenhaus? Ja, um genau den Effekt zu erzielen, den du gerade schon erlebt hast. Du bist ja von unten reingekommen, auch schon beeindruckend, aber noch so ein bisschen niedrig und schummrig und dann in diesen gewaltigen, hellen, riesigen Raum hinein. Und das Erste, was du da erlebt hast, war Erstaunen und Begeistern. Du warst ja schon häufiger hier, wahrscheinlich hat es trotzdem geklappt. Ja, definitiv. Das ist immer der Wahnsinn hier. Und wie funktioniert das? Im Grunde durch ein riesiges Zusammenspiel der Künste in diesem gewaltigen Raum. Das heißt, wir haben Architektur, wir haben plastische Kunst, vor allem Stuck in dem Fall von Johann Baptist Zimmermann. Und wir haben Malerei im Barock, ganz wichtig, in der großen Kuppel am liebsten. Und während wir sozusagen hier noch völlig begeistert stehen und eigentlich gar nicht alles erfassen können, könnte es uns passieren, wenn wir jetzt wichtig genug wären zur Bauzeit, beziehungsweise direkt danach, dass uns der Hausherr persönlich vielleicht hier auf der Treppe entgegenkommt. Das heißt Max Emanuel, vielleicht mit seinem ganzen Hofstaat und Pauken und Trompeten direkt aus der Kuppel. Wow. Und ja, wir vor Begeisterung eigentlich gar nicht mehr wissen, wie es uns geht. Das klingt nach einer großen Show des Hausherrn hier. Lass uns doch gerne mal schauen, wie es weitergeht mit der großen Show und den Treppen mal hochfolgen. Let's go. Sehr gerne. Das ist meine Gemäldegalerie. Wie kommst du zu diesem riesen Schlachtschiff von Gemäldegalerie? Ja, also mit dieser Gemäldegalerie in der Position, das heißt zwischen den zwei großen Paradeappartements, aber auch mit der Sicht direkt auf den Park, tritt Max Emanuel natürlich in Konkurrenz mit Ludwig XIV. Das heißt mit seinem berühmten Spiegelsaal in Versailles.
Aber der Saal hier kann was der Spiegelsaal nicht kann. Und zwar ist das die gigantische Sichtachse durch alle Türen, durch den ganzen Raumkörper. Und das ist unglaublich typisch für Barock. Das ist die Enfilade. Und die hat hier ganze 160 Meter. Wow. Das gibt es in Paris nicht, das gibt es nicht mal in Wien, das gibt es nur hier. Wow. Genau. Und es ist nicht die einzige Sichtachse, das heißt Sichtachsen auch ganz wichtig im Barock, sondern es gibt auch die Sichtachse direkt, wenn wir aus dem mittleren Fenster schauen, durch den ganzen Park. Das heißt, dass der Park geometrisch geteilt ist, zweigeteilt ist und gewissermaßen fast schon kosmologisch dem Willen des Fürsten untergeordnet ist. Auch das ist ganz entscheidend barock. Was hier natürlich spannend ist dazu, ist, dass wir anders als im Spiegelsaal aber eine Gemäldegalerie haben. Und das ist ein biografisches Detail, denn Max Emanuel hat ja angefangen als Kurfürst von Bayern, hat aber dann aufgrund seiner großen Ambitionen und kriegerischen Erfolge für die Habsburger die Statthalterschaft der Niederlande bekommen. Das heißt, er war 10 Jahre Statthalter in Brüssel. Und in dieser Zeit, die auch für ihn deswegen interessant war, weil er sich da so ein bisschen Hoffnung auf die spanische Krone gemacht hat, hat er ganz groß Kunst gesammelt. Und diese Sammlung hat er dann hier ausgestellt. Nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem nächsten Spot, oder? Let's go. Bevor ich jetzt weiter in die Appartements des Kurfürsten gehe und mich da umschaue, möchte ich noch ein Detail zeigen über diese wahnsinnigen Möbel, die es hier in Schloss Schleißheim gibt. Und ich treffe den Spezialisten für Möbel der Schlösserverwaltung und frage ihn mal dazu. Hallo Herr Piening. Freut mich, Sie zu sehen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Gern. Diese 8 Konsoltische, die hier in der großen Galerie stehen, sind ja völlig wahnsinnig. Diese Darstellung. Ja, wir haben es hier mit figürlichen Darstellungen zu tun, die auch gleichzeitig noch dazu von Drachen angefallen werden. Also es ist schon was sehr Außergewöhnliches. Ziemlich expressiv. Ja. Warum ist dieser Tisch gegen die Wand geschoben? Weil es ein Konsoltisch ist. Also diese Tische hier in der Galerie sind extra für die Positionierung an der Wand gebaut. Sie haben auch nur vorne Füße, der Rest wird von der Wand abgetragen. Also sie sind für diese Position entworfen und gebaut worden. Das heißt, wenn der Hofstaat wieder abgezogen ist nach der Sommerfrische, die sind hier geblieben? Die sind hier geblieben. Die anderen Möbel wurden weitgehend wieder mitgenommen und dann entweder in der Residenz verwendet oder sie kamen ins Immobiliendepot. Und warum sind die hier stehen geblieben? Weil sie sehr schwer sind. Also die Marmorplatten hier oder Steinplatten hier wiegen so zwischen 150 und 200 Kilo. Boah. Man nimmt sie nicht einfach so auf und trägt sie weg. Sie sind empfindlich und können leicht brechen. Und die Tische waren für diese Positionen gedacht und man hätte sie anderweitig einlagern können oder müssen, weil sie nirgendwo anders gepasst hätten. Und was macht jetzt genau diese Konsoltische von Schleißheim so einzigartig? Es sind Bildhauermöbel. Also es sind keine konstruierten Möbel, dass man holztechnische verarbeitete Konstruktionen hat, die das Ganze ausstreifen und so weiter. Die Möbel sind aus Blöcken zusammengesetzt worden. Die sind also Stück für Stück erst verleimt worden, dann beschnitzt worden. Das macht sie letztendlich so zu einer echten Skulptur. Auf der anderen Seite sind sie nur bedingt tragfähig. Deshalb haben wir einige Tische abgestützt, weil die Last der Platte einfach zu schwer dafür ist. Was würden Sie sagen, macht insgesamt Mobiliar im Barock aus? Also wie erkenne ich ein barockes Möbelstück? In einem Schloss sind sie Bestandteil eines Gesamtentwurfs. Man hat sie mitgeplant. Im Detail durfte der Bildhauer vielleicht das eine oder andere selber mitentwerfen, aber sie sind für diese Position gemacht. Bei barocken Möbeln hat man immer eine gewisse Symmetrie. Das sieht man auch an diesem Möbel, das durchgehend ist. Es ist rechts und links gleichgestaltet. Es hat keine einseitig laufenden Ornamente. Es ist also wirklich streng symmetrisch angeordnet. Und in der gesamten Raumflucht selber wiederholt sich das Ganze. Also man versucht, die Symmetrie nicht zu stören.
Super spannend. Danke für den Einblick in das Mobiliar hier im Schloss. Ich sage danke für Ihre Zeit. Gerne. Und schaue mich weiter um. Viel Spaß. Bis dahin. Bis dahin. Ja, da möchte man ja irgendwie am liebsten gleich so sich reinfallen lassen, Paul, in dieses Paradebett. Ja, ganz zum Schlafen ist es nicht gedacht. Okay. Dafür zum Aufstehen, ohne dort geschlafen zu haben. Aber auch das ist nicht unbedingt angenehm. Das heißt, stell dir vor, du stehst auf und da sind 50 Leute, die nur auf dich warten, um dir beim Ankleiden zuzuschauen. Ja, doofe Situation. Wie kommt man in die Situation? Man ist zum Beispiel Kurfürst im Exil, in dem Fall Max Emanuel in Frankreich während dem Spanischen Erbfolgekrieg. Und man orientiert sich an wem? Natürlich an Ludwig XIV., dem Barockfürst par excellence. Und der hat natürlich nicht nur so ein prunkvolles Bett gehabt als Höhepunkt seines Paradeappartements. Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Wir befinden uns hier quasi auf dem Höhepunkt von Max Emanuels Paradeappartement. Und wenn man wichtig genug war, um nicht nur bis in den Audienzraum vorgelassen zu werden, sondern bis ins Schlafzimmer, dann durfte man da möglicherweise dabei sein. Wie der Kurfürst sich umzieht. Wie der Kurfürst sich umzieht, genau. Und das ist natürlich nicht irgendwas Beliebiges, sondern das ist ein ganz wichtiges Zeremoniell gewesen in Frankreich, speziell unter Ludwig XIV., aber auch später. Das heißt, das nennt sich Lever und Coucher. Das heißt, das ist das zeremonielle Ankleiden morgens und zu Bett gehen abends, bei dem quasi der ganze Hofstaat anwesend ist. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist ja klar, warum muss so ein Bett so prachtvoll sein? Warum muss so ein Raum so prachtvoll sein? Denn er ersetzt im Grunde den Thronraum. Warum ersetzt er den Thronraum? Weil in der absolutistischen Vorstellung nicht mehr nur das Amt, das der Thron symbolisiert, entscheidend ist, sondern noch wichtiger wirklich der Fürst selbst und sein Körper. Und auf diesen Körper bezieht sich das Bett. Ja, was vielleicht auch nochmal interessant ist, ich habe ja schon gesagt, der ganze Hofstaat ist anwesend. Das stimmt nicht ganz. In dem Fall des Fürsten wäre der männliche Hofstaat anwesend. Denn der weibliche Hofstaat, das heißt die Kammerfrauen und andere, sind wahrscheinlich auf der anderen Seite des Schlosses bei der Kurfürstin. Und das ist auch der Grund, warum die Kurfürstin ihr eigenes Appartement braucht. Das heißt, wir müssen uns das ja nicht quasi vorstellen als ein wirklich privates Zimmer, sondern als was ganz Hochoffizielles. Und die Fürstin hat eben die Hälfte des Hofstaats selbst geführt. Wow. Und dafür hat sie das dann natürlich parallel auch gebraucht. Ja, beeindruckend, aber dann geht man nie mit seiner Ehefrau, mit seinem Ehemann gemeinsam abends zu Bett, sondern getrennt und lieber mit dem Hofstaat. Interessant. Nicht ganz, das musste man dann natürlich doch. Man wollte ja Nachkommen haben. Und das hat man an anderer Stelle gemacht. Okay, das gibt eine andere Doku, glaube ich. Aber danke dir auf jeden Fall für den Insight über so dieses Zu-Bett-Geh-Zeremoniell. Und ich sage insgesamt danke dir für die ganzen Erklärungen zu Was ist Barock anhand von Schloss Schleißheim. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen im Schloss um und ja, sag danke nochmal. Sehr gerne. Bis dahin. Spaß. Tschüss. Tschüss. Das war wirklich barocker Deep Dive, den ich jetzt hier im neuen Schloss Schleißheim hatte. Ich habe super viel selber von den beiden Experten hier über barocke Kunst jetzt dazugelernt. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was Neues erfahren über barocke Kunst und Kultur. Ich kann dir einfach nur empfehlen, so ein paar Grundbegriffe, die ich heute in der Episode besprochen habe, einfach auf der nächsten Party zu droppen. Zum Beispiel zu sagen, hey, du hast ein richtig cooles Interior hier, ist ein richtig nices barockes Gesamtkunstwerk. Oder in der Wohnung zu sagen, hey, deine Wohnung hat so eine schöne Enfilade. Und wenn du gar keinen Bock mehr auf die Party hast, dann sagst du, hey, ich brauche jetzt wirklich richtig Me-Time, um meine Livre-Coucher-Habit zu machen. Und dann verschwindest du einfach. Joking aside, ich hoffe, du hast ein paar neue Begriffe über Barock kennengelernt, verstehst jetzt besser, was diese Epoche ausmacht.
Ich freue mich total, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Schreib mal in die Kommentare, ob du selber schon im neuen Schloss Schleißheim hier nördlich von München warst. Falls du noch nicht hier warst, kann ich sehr empfehlen. Es ist einfach mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof nicht so weit weg, insofern richtig gut zu erkunden und immer noch ein unentdecktes, riesiges Juwel hier in Bayern. Ich freue mich total, wenn du auch noch mal schaust, ob du meinen Kanal abonniert hast, denn die nächste Doku über barockes Kulturerbe in Europa kommt sicher. Und ich sage einfach mal Ciao und Servus aus Schleißheim. Bis zum nächsten Mal. Ciao.